Alcimi bringt Sensortechnik in Zementwerke, Transportbetonwerke und Transportbetonfahrmischer. Damit versuchen wir, die Qualität zu messen, Daten aufzunehmen, mit intelligenten Algorithmen im Hintergrund dann auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften, auf die Zementeigenschaften zu schließen. Praktisch anstelle, dass ich alles manuell messen muss. Damit gelingt es einfach, eine stetigere Qualität in der Produktion zu erzielen, mehr Automation, weniger Kosten und all das ist die Idee von Alcimi. Man kann sagen, je nachhaltiger der Beton wird, also je weniger Klinker und auch je weniger Wasser, beziehungsweise je mehr RC-Material drin ist, desto empfindlicher reagiert der Beton auf Schwankungen aus der Umgebung. Und dann wird gerade die lückenlose Qualitätsüberwachung, die wir mit Alcimi machen, und die möglichst automatisierte Aussteuerung auf Ziel essentiell wichtig. Wir haben einfach festgestellt, dass nachhaltige Betone noch nicht in großer Menge nachgefragt werden von den Bauherren von der Nachfrageseite. Und deswegen sind wir eben direkt an den Projektentwickler Edge, den Endinvestor Allianz, herangetreten, haben denen erklärt, was im Beton heute alles möglich ist, wie sehr man den CO2-Footprint runterbekommt. Und das hat eben dieses Projekt ergeben. Also der Zementklinker ist ja für den CO2-Fußabdruck des Betons verantwortlich und deswegen war unser Ziel hier im Projekt, einen Beton herzustellen mit möglichst wenig Zementklinker, folglich mit einem sehr niedrigen CO2-Fußabdruck. Denn es ist immer nachhaltiger und auch kostengünstiger, sparsamer mit dem Zementklinker umzugehen, als unveränderte Mengen Zementklinker herzustellen und das CO2 dann einfach abzuscheiden per Carbon Capture. Normativ werden in den nächsten Jahren viele Fesseln fallen, was deutlich mehr Klinkereffizienz ermöglichen wird. Wir haben bei Edge nach Bauteilen gesucht, wo sich genau das schon heute innerhalb der Norm umsetzen lässt, wenn auch nur für einen kleinen Prozentsatz aller Betonteile. Für die Entwicklung der Alcimi-Technik ist es nämlich total wichtig, schon mal einen Vorgeschmack zu bekommen, wie weit sich Kalksteinmehl als Klinkersubstitut treiben lässt und was für Probleme dann auftreten. Und so sind wir auf C4050 Innenbauteile gestoßen, weil dort heute viel höhere Zementgehalte gefahren werden als normativ vorgeschrieben. Durch Kalksteinmehlzugabe im TB-Werk ist es möglich, das CEMX-Bindemittelkonzept, was ermöglicht, mehr Klinker durch Kalksteinmehl zu ersetzen, hier in der Praxis zu testen, und zwar direkt im absoluten Grenzbereich vom Wasser- und Leimgehalt. Edge Eastside Berlin Tower, ein Hochhaus mit extremen Pumpstrecken bei extremen Temperaturen, das könnte man als ultimativen Lackmustest für einen jeden Beton bezeichnen. Sollte der Beton hier funktionieren, wäre das ein Beweis dafür, dass Kalksteinmehl als Klinkersubstitut und Klinkereffizienz generell so deutlich mehr in der Lage sind als derzeit in der VDZ-Roadmap vorgesehen. Wir hoffen daher, dass das Projekt ein wichtiger Meilenstein für die Verwendung von Kalksteinmehl zur Dekarbonisierung der Betonbauweise darstellt und darüber hinaus viele Erkenntnisse auch für zum Beispiel Normungsgremien bietet, was die Stresspunkte sind, wenn Fesseln wie Mindestzementgehalte eines Tages wegfallen. Also normativ ist der Mindestzementgehalt für Innenbauteile auf 340 Kilo vorgegeben und das war für uns auch die Basis, um im normativen Bereich zu bleiben. Also sprich, die Rezeptur ist mit 240 Kilo CEM 3A 425N ausgestattet, dazu 125 Kilo Kalksteinmehl. So, und das Ganze in Summe mit 130 Litern Wasser, Zusatzmittel bereinigt sind sogar nur 127. Und das ist in den 14 Jahren, wo ich jetzt das mache, der niedrigste Wassergehalt, der realisiert wurde. Wir liegen bei 255 Liter Leim, 254, was auch die Mindestanforderungen sind für Pumpbetone. Die CO2-Einsparung kommt natürlich maßgeblich durch konsequente Reduzierung des Klinkeranteils. Und wenn man konventionellen C4050 betrachtet, sind üblicherweise um die 380, 400 Kilo Zement drin. Wie gesagt, wir haben jetzt hier 240 und das mit dem CEM 3A. Das Herausfordernde ist bei dem Beton natürlich der niedrige Wassergehalt in Verbindung niedriger Zementgehalt und im Verhältnis dazu hoher Kalksteinmehlanteil. Dass man das beim Wasserbindemittelwert von 0,34 dann auch auf die Gegebenheiten, die Temperaturen, 30 Grad Luft, 30 Grad Beton, auch praxisgerecht lange verarbeiten kann. Wir sind hier am einem Objekt mit einer geplanten Gebäudehöhe von 140 Metern. Wir haben hier in der Praxis Tatsache eine Pumpstrecke von 280 Metern mit Gefälle, mit diversen Bögen. Und das sind natürlich dann auch extreme Stressbelastungen für den Beton. Also mein Fazit ist sehr, sehr positiv. Ich muss sagen, dass ich echt überrascht war nach den Vorgesprächen, die wir geführt haben. Und ich habe ja alles relativ von Anfang an mit begleiten dürfen, was ihr da so erforscht habt. Und muss aber sagen, nach dem Pumpversuch, den wir im Vorfeld gemacht haben, war ich sehr guter Dinge.
und wurde dann auch bestätigt in meiner Annahme, dass es gut funktioniert. Und wir haben jetzt hier die zweite Decke schon am Wickel, die ist fast fertig. Die erste Decke haben wir gepumpt, das lief super. Die Oberfläche des Betons, so wie sie jetzt aussieht, ist wunderschön. Also im Gegensatz zu den Decken, die wir vorher betoniert haben, die sind auch nicht schlecht, aber die sind einfach schöner. Sehr glatt, kaum Risse. Wie gesagt, ich bin sehr positiv angetan von diesem Beton. Prinzipiell waren alle Beteiligten echt überrascht, wie gut sich der Beton pumpen lässt. Am 5. und 6. August haben wir insgesamt ungefähr 100 Kubikmeter Beton gepumpt, mit einer Geschwindigkeit von 25 Kubikmeter pro Stunde, ungefähr auf 80 Bar, was bei dieser Pumpstrecke von 280 Metern mit allen Bögen und Vertiefungen wirklich, wirklich respektabel ist, gerade da es auch 30 Grad warm war, ein richtig gutes Ergebnis. Wir konnten Grenzen feststellen, zum Beispiel die Thixotropie. Wenn der Beton sehr lange stand bei sehr heißen Temperaturen, dann brauchte man wieder Scher-Energie, um ihn ins Fließen zu bekommen. Wir konnten eine Elefantenhautbildung feststellen, also er ist so wasserarm an der Oberfläche, dass die Oberfläche schnell austrocknet und wenn also Beton über den Kübel rutscht, dann sich wirklich Schichten bilden, sich der Beton festsetzt. Genau, und das führte dazu, dass an Tagen, wo wirklich alles zusammenkam, hohe Temperaturen, Verjüngungen dann im Endschlauch durch die Elefantenhautbildung, lange Standzeiten, dass an solchen Tagen es dann auch zu Stopfern kam. Aber wie gesagt, es wäre auch verblüffend, wenn wir da nicht die Grenzen des Betons gefunden hätten. Und prinzipiell ein richtig gutes Zeichen, dass wir den Beton pumpen konnten und auch diese Grenzpunkte sind sehr lehrreich für die weitere Entwicklung solcher Betone. Da auch positiv, gibt es Positives zu berichten. Man sieht vielleicht im Hintergrund etwas, also es lässt sich wunderbar einbauen. Die Kollegen ziehen den ab. Es gibt setzen sich keine Wasserpfützen oder irgendwas ab. Die obere Lage der Bewehrung ist nicht zu sehen. Man möchte ja meinen, beim 64er, 65er Ausbreitmaß, dass der einfach einsackt. Der steht wie eine Eins, der Beton, was man auch an den tollen Oberflächen sieht, ne, die ich vorhin schon so gelobt habe. Ich glaube, das hat auch jeden auf der Baustelle überzeugt, dass man mit den langen Wartezeiten und den Temperaturen konnten wir einen Rücksteifen von 4, maximal 5 Zentimeter über 2 Stunden und mehr realisieren, was nach meiner Erfahrung wirklich außergewöhnlich ist. Ja, also das war ja auch wirklich eins unserer großen Sorgen, dass wir eventuell Zeit verlieren, jetzt hier am Bauen, dass wir warten müssen, dass wir unsere Schutzschilder umsetzen können, dass wir die Schrägsprieße von unseren Fertigteilen, die ja zweigeschossig sind, dass wir die ordentlich befestigen müssen und da die Betonfestigkeit brauchen. Ja, hatten wir unsere Bedenken, aber auch die wurden ausgeräumt. Im Vorfeld ja schon durch Laborversuche und dann haben wir Erhärtungswürfe gemacht, ne, und haben die jeden Tag abgedrückt. Wir hatten nach 3 Tagen 23 Kilonewton, nach 4 Tagen 31 und das war für unseren Baufortschritt in Ordnung, sodass wir voll im Termin drin sind und nichts an Zeit verloren haben. Also das Thema Frühfestigkeit funktioniert auch. Wir haben schon gemerkt, dass äußere Faktoren eine sehr große Rolle spielen. Also äußere Faktoren, die man nicht unbedingt vorhersehen kann, nicht vorher planen kann. Und das merkt man dem Beton an. Also wir haben es gemerkt, dass der Beton noch empfindlicher ist als so eine stabile, gängige Sorte. Wir haben festgestellt, es liegt sehr wahrscheinlich wirklich an dem Ausbreitmaß, an der Konsistenz. Und haben festgestellt, sobald wir bei, ich sag mal, 63, 64 Ausbreitmaß sind, funktioniert das super. Ja, und alles, was drunter ist, ist schwierig. Ja. Und jetzt ist ja das Ziel, denke ich, also auch mit eurer Technik, den Beton so zielsicher auf die Baustelle zu bringen, dass er genau die geforderte Konsistenz hat, die wir zum Verbauen brauchen. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Technik an sich sicherlich funktioniert. Weil wenn ich dann mal bei euch oder bei den Kollegen aufs Handy mit drauf geguckt habe, habe ich ja gesehen, also vorhersehbares Ausbreitmaß, tatsächlich auf der Baustelle entnommenes oder ja, gemessenes Ausbreitmaß, das hat ja wunderbar gepasst. Ansonsten bin ich davon überzeugt, dass man solche Technik braucht, um solche Betone verarbeiten zu können. Also zielsicher auf die Baustelle zu kriegen. Ja, weil mit den normalen Mitteln, wo immer noch, also die normalen Betone, mit den jetzigen Möglichkeiten, die verzeihen halt einiges. Ja, die sind sehr gutmütig. Diese Art, ich sage jetzt mal abgemosteter Beton, also ne, wenig Wasser, wenig Zement, also der reagiert schon, also mit viel Chemie, der reagiert schon anders und vor allem auch schlagartig. Ja, also daran muss man noch arbeiten.
Also mich hat das im Nachgang, Tatsache, muss ich ehrlich sagen, beeindruckt. Ja, ich war skeptisch, sag ich mal, dass man das so einfach abbilden kann. Aber ich habe mir die Arbeit dann mit der App so nach und nach angenommen und habe auch gesehen, dass die prognostizierten Ausbreitmaße Baustelle bis auf plus minus 1 cm, 2 cm wirklich da waren. Ja, und das hat mich dann auch überzeugt, dass auch wirklich alle Beteiligten immer sofort einen Einblick haben, was passiert. Ja, also das ist wirklich eine super Sache und man hat auch Monitoring, was im Farnbüscher konsistenztechnisch passiert. Man sieht Wasserdosierung, wenn sie denn passieren. Ja, also auch dort ist diese Grauzone, die verschwindet. Man hat die Kontrolle. Also wir haben sicherlich nach meiner Erfahrung hier einen absoluten Meilenstein gesetzt. Ja, also ich kenne vergleichbare Projekte, die ja umgesetzt wurden, bisher nicht. Ja, das mag durchaus weltweit vielleicht auch andere Pilotprojekte geben. Und ich finde das echt cool, dass man das auch so umsetzen konnte, dass auch die Bereitschaft da war.